I'd like to give a little mission report on what we're doing in Australia. Ich möchte euch einen kleinen Missionsreport geben von dem, was wir in Australien machen. My husband and I, we have a health retreat. Mein Ehemann und ich, wir haben eine Art Gesundheitssanatorium. And we are 7 hours from Brisbane and 7 hours from Sydney. Wir befinden uns 7 Stunden von Sydney entfernt und 7 Stunden von Brisbane. And if you know the geography of Australia, there's a great dividing range on the east coast. Und wenn ihr euch ein bisschen mit der australischen Geografie auskennt, dann wisst ihr, dass es sehr große Strecken auf der Ostküste zu bewältigen gibt. And we're just up in the Great Dividing Range on 450 acres. Und da ist auch eine große Bergkette auf der östlichen Seite und wir sind in diesen Bergen ungefähr 1,6 Millionen Quadratmeter groß. And we bought an Aboriginal boarding school. Wir haben ein Internat von den Aborigines gekauft. So there are a lot of buildings that we renovated. Und wir mussten eine Menge Gebäude renovieren. Before COVID came, a third of our guests came from overseas. Vor Covid waren 1/3 unserer Gäste aus Übersee. But now with the lockdown in Australia, we are not able to have overseas guests. Aber mit dem Lockdown in Australien können wir momentan keine Gäste aus Übersee haben. But a lot of Australians that usually go overseas are now coming to our retreat. Aber viele Australier, die sonst immer nach Übersee gefahren sind, kommen jetzt zu unserem Sanatorium. Australia is a very ungodly nation. Australien ist eine recht gottlose Nation. And we find that the health work is a wonderful opening wedge. Und wir haben herausgefunden, dass die Gesundheitsarbeit eine große Möglichkeit ist, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Because so many people are sick. Denn sehr viele Menschen sind krank. And when we start to ease their physical pains, und wenn es uns gelingt, ihre körperlichen Gebrechen zu lindern, we find that their minds begin to open. Stellen wir fest, dass sich auch ihr Herz öffnet und ihr Verstand. And in many cases we're able to share the gospel. Und in vielen Fällen können wir das Evangelium mit den Leuten teilen. Sometimes to a large and sometimes to less. Manchmal viel und manchmal etwas weniger. When we're sitting in the steam sauna together. Wenn wir zum Beispiel im Dampfbad zusammensitzen. When we're walking on the mountain trails together. Wenn wir die Bergpfade miteinander spazieren gehen. When we're at the meal table. Wenn wir zusammen essen. There are many ways that we are able to share. Es gibt viele Methoden, auf denen wir unseren Glauben teilen können. And they're usually with us for 1 or 2 weeks. Und normalerweise sind die Leute 1 oder 2 Wochen bei uns. We do 2 days of juice fast. Wir machen 2 Tage Saftfasten. And then we serve a plant-based diet. Dann geben wir den Leuten eine pflanzenbasierte Ernährung. We have a beautiful creek running through our property. Es gibt einen sehr schönen Bach, der durch unser Grundstück verläuft. And we have a wood-fired steam sauna on the banks of the creek. Und wir haben an diesem Bach eine Sauna errichtet. So the guests get hot in the steam sauna, dive in the creek and then go back into the steam Das sauna. heißt, die Leute erhitzen sich in der Sauna, springen in den Bach und gehen zurück in die heiße Sauna. Even in winter. Auch im Winter. That's the best time. Das ist die beste Zeit. But we find that all these natural or health principles break down the barriers. Wir haben herausgefunden, dass diese natürlichen Gesundheitsgesetze die Barrieren herunterreißen. And there's a little chapel on the property. Und auf unserem Grundstück gibt es eine kleine Kapelle. And on Friday night we invite our guests to a chapel service at 6:30 of the evening. Und freitags abends um 6:30 Uhr
laden wir unsere Gäste in die Kapelle ein zu einem kleinen Gottesdienst. Now the earliest our sun sets in the winter is 7:30. Der früheste Sonnenuntergang im Winter ist um 7:30 Uhr. I'm not used to going to sleep with still a bit of light. Ich bin es nicht gewohnt, schlafen zu gehen, während es immer noch hell ist draußen. 99% of our guests choose to attend our chapel service. 99% unserer Gäste besuchen unseren Gottesdienst. We sing a few hymns Wir singen ein paar Lieder, and we do a Bible reading, wir lesen aus der Bibel, and our staff sing an item, unsere Mitarbeiter singen ein Lied vor and we say a closing prayer. und wir sprechen ein Gebet zum Schluss. And that takes about half an hour. Und das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Now my husband, who stands up the front doing the prayer and the reading, Mein Mann, welcher die Bibellesungen durchführt, he said it is not uncommon for people to cry. sagt, es ist nicht selten, dass er Menschen sieht, die dann weinen. And some people tell us they've never been in a church before. Und manche Leute sagen uns, dass sie nie zuvor in einer Kirche waren. And we get people asking us for the name of a Seventh-day Adventist church near their town. Und sie fragen uns häufig, wo sich eine adventistische Kirche in der Nähe ihres Heimatortes befindet. In the final consultation with the guests, In der letzten Beratung mit den Gästen I give them a ministry of healing. gebe ich ihnen das Buch auf den Fußspuren des großen Arztes. I say to them, this is our textbook. Ich sage zu ihnen, das ist unser Lehrbuch. And I've been speaking on the 8 laws of health all week. Und während der ganzen Woche halte ich Vorträge über die 8 Gesundheitsprinzipien. So I open the book and show them where the 8 laws are. Also öffne ich das Buch und zeige ihnen, wo sich diese 8 Gesetze befinden And I put a bookmark in there. und setze an diese Stelle ein Lesezeichen. And I say to them, this was the first book I read on health. Und ich sage den Leuten, das ist das erste Buch, welches ich zum Thema Gesundheit gelesen habe. 98% of people take the book home with them. 98% aller Leute nehmen das Buch mit sich. So we thank God for this mission work. Wir danken Gott für diese Missionsarbeit. Because a lot of the guests that come to us would not even open the door to us if we knocked on their door. Viele Leute, die zu uns kommen, würden uns die Tür nicht öffnen, wenn wir bei ihnen zu Hause an die Tür klopfen würden. And yet they come into our house, so to speak. Und trotzdem kommen sie aber in unser Haus, sozusagen. And it reminds me very much of Isaiah 58, Und es erinnert mich an Jesaja 58, and it's verses 6 and 7. Vers 6 und 7. It says, the Bible says, is not this the fast that I have chosen? Die Bibel sagt dort, ist das nicht das Fasten, welches ich ausgerufen habe? To loosen the bands of wickedness, Die Bande der Ungerechtigkeit zu brechen, to undo the heavy burdens, die schwere Last von euch zu nehmen, to let the oppressed go free and that you break every yoke. jedes Joch zu brechen und die Unterdrückten frei zu machen. And we find many are in slavery to alcohol, to cigarettes, to caffeine. Wir finden viele Leute, die sich in Sklaverei befinden mit dem Alkohol, mit Zigaretten, mit Koffein. We see the chains break Wir sehen, dass diese Ketten brechen and we see the captives freed. und wir sehen, dass Gefangene frei werden. Verse 7 says, is it not to deal thy bread to the hungry? In Vers 7 sagt Jesaja, du sollst dem Hungrigen dein Brot brechen, To bring the poor that is cast out to thy house. die Armen in dein Haus führen. When thou seest the naked, that thou cover him, Wenn du den Nackten siehst, dann gib ihm Kleidung and hide not thy face from thine own flesh. und verbirg nicht dein Antlitz von deinem eigenen Fleisch. Then shall thy light break forth as the morning. Dann soll dein Licht aufbrechen wie die Morgenröte. Thine health shall come forth speedily, Deine Gesundheit wird glänzen and the glory of the Lord shall be thy reward. und die Herrlichkeit des Herrn wird dein Lohn sein.
And so the health of the staff prospers Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist sehr blüht förmlich because of this ministry. wegen unserem Dienst. And some of the poorest people that come into our retreat Und einige der ärmsten Menschen, die unser Sanatorium aufsuchen, are millionaires, sind Millionäre. and their hearts are softened by the truth. Und ihre Herzen werden weich gemacht durch diese Wahrheit. So I'd like you to consider this wonderful work of the health ministry. Ich möchte, dass ihr über diese Möglichkeit des Gesundheitsdienstes nachdenkt. Because when we start to give our bodies the right conditions, Wenn wir unserem Körper die richtigen Bedingungen geben and we start to benefit from that, und fangen an, davon etwas zu haben, then we will be a powerful witness to the truth. dann werden wir ein mächtiges Zeugnis für die Wahrheit sein. Thank you. Vielen Dank.